Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wir wollen euch heute nochmal das Gemsparrot Odyssey vorstellen. Es gibt ein paar neue Features, neue Farbe, neue Sachen, die daran abgeändert wurden im Vergleich zum letzten Video, falls ihr das schon mal gesehen habt. Und da wollen wir jetzt mal in alle Punkte genau reingehen. Was vielleicht als allererstes auffällt, ist die Farbe in diesem dunkelgrauton. Bisher gab es das Zelt in Weiß, in so einem Metallic-Grau und in Schwarz. Gemsparrot hat jetzt nochmal eine vierte Farbe rausgebracht, weil sie ja auch von diesem Schwarz-Weiß nochmal eine Alternative bieten wollen. Und wer dann eben nicht diesen Metallic-Look mag, hat hier eben nochmal diese graue Variante, die auch etwas glänzend ist. Passt zu jedem schwarzen, weißen oder grauen Fahrzeug perfekt drauf. Vor allem im Geschlossenen sieht es ziemlich cool aus, auch mit diesem schwarzen Aluminiumrahmen drumherum ist das farblich sehr gut abgestimmt, wie man es von Gemsparrot auch kennt bei den anderen Zelten. Das Odyssey ist in der Größe M erhältlich. Das bedeutet bei Gemsparrot ein Innenmaß von 1,38 Meter und Außenmaß von 1,47 Meter in der Breite. In der Länge sind es innen 1,97 Meter und Außenmaß 2,7 Meter. Inklusive Leiter und Matratze wiegt das Dachzelt, so wie es hier steht, 70 Kilogramm. Und innen drinnen habe ich im geöffneten Zustand eine Sitzhöhe von 98 cm, abzüglich 7 cm für die Matratze, sprich 91 cm. Geschlossen ist das Ganze 33,5 cm hoch, gemessen von quadriger Oberkante bis Solarlüfter bzw. Dachoberkante. Bevor wir zu den ganzen Neuerungen kommen und es auch darum geht, wie man das Zelt auf und zu macht, erstmal zu den Basics von dem Zelt. Die Ober- und Unterschale sind aus ABS-Kunststoff. Sie sind montiert an einem Aluminiumrahmen, der das Ganze nochmal auch verstärken soll. Dazwischen ist dann eben der Zeltstoff und die Mechanik, die wir uns dann auch nochmal von drinnen anschauen. Wir haben grundsätzlich links und rechts jeweils 2 Halter, um die Leiter einzuhängen. Das heißt, der Einstieg ist natürlich von beiden Seiten möglich. Hier oben haben wir eine C-Schiene mit einer kleinen Öffnung vorne. Das heißt, ich kann hier Zubehör über einen Keder einführen, wie den Tunnel fürs Dachzelt oder auch eine Seitenmarkise, die dann eben relativ weit oben hängt und auch über dem Einstieg ist. Obendrauf habe ich noch die Option Querträger nachzurüsten. Da habe ich hier 4 Punkte, wo ich die quer rübersetzen kann. Ich kann mit 25 Kilogramm oben drauf packen und das Dachzelt immer noch öffnen. Im geschlossenen Zustand kann ich bis zu 40 Kilogramm draufpacken, die ich dann aber vom Öffnen herunternehmen müsste. Vorne sind mittlerweile Schnallen dran. Kommen wir dann später nochmal beim Mechanismus dazu, wenn wir Auf- und Zumachen. Und hinten habe ich auch noch die altbewährten Schnallen. Oben ist der Solarlüfter. Das zeigen wir dann auch nochmal von drinnen, wie das Ganze dann funktioniert. Nun kommen wir zum Stoff. Der Stoff ist dreilagig, das heißt, man hat eine Außen- und eine Innenseite und dazwischen nochmal eine extra Isolierung. Das sorgt vor allem im Winter dafür, dass es nicht zu kalt wird innen drinnen. Außerdem ist das sehr gut abdunkeln. Das bedeutet, wenn ich jetzt im Sommer unterwegs bin und dann vielleicht um 4, 5 Uhr wird es schon hell draußen, habe ich drinnen immer noch eine Dunkelheit und bin dadurch nicht immer gleich dem Sonnenlicht ausgesetzt und werde dadurch wach. Der Zeltstoff besteht aus 6 Einzelteilen, das heißt, ich habe 2 Türen, jeweils links und rechts, nochmal eine Tür für hinten, dazu kommen die beiden Ecken und vorne einmal das große Fenster. Hier ist es vor allem sehr cool, dass alles, was quasi ab diesem schwarzen Bereich betrifft, lässt sich komplett aufmachen. Und dann habe ich hier wirklich eine riesengroße 360° Rundumsicht. Ich habe auch die Möglichkeit, das Fenster von innen zu öffnen, dass ich quasi noch mein Moskitonetz habe. Ich habe aber trotzdem Sonnenlicht, das reinkommen kann. Ich kann immer noch rausschauen. Aber ich kann das so zumachen, dass man quasi von unten nicht ins Zelt schauen kann. Das heißt, ich habe meine Privatsphäre, Sonnenlicht und den Luftaustausch und keine Mücken im Zelt. Der Zeltstoff selbst ist nicht vernietet, sondern der ist oben und unten jeweils auf Kederleisten montiert. Das heißt, ähnlich wie es auch hier draußen. Das heißt, sollte man irgendwann mal irgendwie Probleme damit haben, kann das einfach innerhalb von wenigen Sekunden raus und ein neues Teil reingesetzt werden. Vor allem das Thema Stoff ist bei diesem Zelt sehr, sehr interessant, weil es keinen anderen Hersteller gibt, der einen Stoff in so einer Qualität und Wertigkeit anbietet zu seinem Dachzelt. Diese ganzen Nähte, die hier sind alles doppelt vernäht. Und der Vorgang hierzu ist, dass sie quasi dann die beiden Materialien übereinander legen, das Ganze nochmal übereinander falten und das dann vierlagig zusammennähen, was dafür sorgt, dass das Dachzelt auch nach vielen Jahren Gebrauch immer noch top aussieht, was den Stoff angeht. Und wie gesagt, sollte man sich da mal irgendwas reinziehen oder mit Lagerfeuer, dass die Glut irgendwie da ein bisschen was verbrennt, kann man ganz einfach eine Seite austauschen. Jetzt kommen wir nochmal zu der Oberschale vom Dachzelt. Wir haben hier durch diesen Stil eine richtig schöne Oberfläche, die wie so ein kleiner Spoiler nach hinten hochgeht.
Und was ganz Interessantes haben wir hier, das gibt es so bei keinem anderen Hersteller auf dem Markt. Jeder kennt es, wenn es innen drin im Zelt, man hat alles geschlossen, es wirkt ein bisschen klamm, das Kissen ist so ein bisschen feucht. Ist immer nicht so schön, das ist vor allem, wenn es kühl ist, wo auch die Feuchtigkeit über den Tag nicht weggeht. Da hat James Sparrow was ganz Besonderes, schon seit Jahren im Programm, und zwar sind das deren Solarlüfter. Hier oben drauf habe ich ein Solarpanel, was den Lüfter tagsüber jeden Tag wieder dann die Batterien lädt. Wie das Ganze dann von drinnen aus funktioniert und wie ich den an- und ausmache, zeigen wir euch direkt jetzt, wenn wir über den Innenraum vom James Sparrow Dachzelt sprechen. So, jetzt herzlich willkommen im Inneren des Dachzelts. Man kann aber schon sehen, mit der Kopfhöhe ist das auf jeden Fall ausreichend. Ich bin ca. 1,80, das heißt, ich sitze jetzt relativ aufrecht da, habe aber auch 0,0 Probleme, hier wirklich gemütlich zu sitzen. Das hier ist das Gegenstück vom Lüfter, wo wir gerade hatten. Hier ist eine Aussparung drin, wo ich durchlangen kann, und dann kann ich den Lüfter dadurch einfach einschalten. Der ist nahezu geräuschlos, das heißt, der kann ruhig nachts laufen und kann eben diese ganze Feuchtigkeit von drinnen nach draußen bringen. Wenn ich ihn dann wieder ausmachen möchte, kann ich einfach hier durchs Lüfterrad langen und ihn ausmachen. Der Finger bleibt dabei auch noch ganz. Jetzt gerade sitze ich hier auf der Standardmatratze, die immer beim Zelt mit dabei ist. Das ist eine 7 cm dicke Schaumstoffmatratze, die auch gerade sehr angenehm ist. Auch nochmal durch die Bodenisolierung macht es das Ganze einen Ticken weicher im Vergleich zu anderen Modellen. Der Vorteil auch im Vergleich zu den anderen James Sparrow Modellen ist, dass ich durch den neuen Mechanismus an den Ecken keine Aussparungen mehr habe. Das heißt, ich kann wirklich die komplette Liegefläche nutzen. Ich kann mir, wenn ich möchte, auch nochmal ein Mesh unten drunter legen, um eben da auch so nochmal gegen die Feuchtigkeit etwas zu haben. Mittlerweile im Vergleich jetzt der erste Unterschied zum ersten Video ist der Himmel jetzt grau, was dadurch auch so ein bisschen zu dieser Farbkombination mit dem Zeltstoff passt. Bei dem letzten Video war der noch in hellblau. Auch habe ich hier, ähnlich wie draußen, mein Schienensystem. In diesem Schienensystem ist jetzt beispielsweise hier das Netz schon drauf gespannt. Ich kann das jederzeit auch hier die Schrauben lösen und straffer spannen, wenn ich beispielsweise viel Zubehör drauf habe. Ich kann das Ganze auch verschieben. Ich kann aber auch mir selbst hier Schrauben reinziehen und eigenes Zubehör befestigen. Zusätzlich dazu sind mittlerweile immer 2 von diesen kleinen Taschen mit dabei. Man hat zwar hier diese große Ablage, aber vor allem solche Sachen wie Autoschlüssel ist dann immer gut, wenn man dafür einen Platz hat, direkt neben dem Fenster. Das heißt, wenn man dann irgendwie nachts noch mal aufs Klo möchte oder runtergehen möchte, was aus dem Auto holen möchte, dann kann man da auch immer schnell den Schlüssel noch griffbereit mitnehmen. Das ist eigentlich auch eine ganz nette Lösung. Jetzt hier die beiden Fenster, wo gerade durchgefilmt wird, sieht es genauso aus wie jetzt auf dieser Seite hier. Da habe ich 2 Fenster, die ich komplett aufmachen kann. Ich kann das natürlich auch komplett schließen und dann nur ein bisschen das Fenster noch öffnen. Was sie zu den anderen Modellen noch geändert haben, ist, dass es mittlerweile so ist, dass ich hier von drinnen hinter das Klett komme. Das heißt, wenn ich das zumachen möchte, ist es oft so, dass das Klett fest vernäht ist und dass man das von drinnen ranfummeln muss, sage ich mal, oder es nicht richtig hinbekommt. Und so bekomme ich das Klett hier eben von außen schön durchgängig dran. Ich habe hier auch nochmal diesen Überhang beim Reißverschluss. Das heißt, auch da habe ich nochmal so eine extra Barriere gegen Mücken, Insekten, Wasser und Feuchtigkeit allgemein. Hinten ist es dasselbe, da habe ich aber keine Leiteranhängung. Das ist quasi ein großes Fenster, was ich habe. Zusätzlich habe ich dafür in jeder Ecke hinten nochmal ein Fenster mit Moskitonetz. Vorne habe ich außerdem ein riesengroßes Fenster, was ich auch noch seitlich komplett aufmachen kann, um dadurch wirklich hier freie Sicht zu haben. Kleiner Unterschied ist auch hier hinten dran verbaut. Und zwar habe ich hier nochmal ein festes Glas, ein abdunkelndes. Das heißt, wenn es jetzt wirklich von allen Seiten regnet und von allen Seiten das Wasser kommt, muss ich normalerweise alles zumachen. Hier kann ich eben ein Fenster öffnen. Genauso habe ich auch immer, das zeige ich direkt einmal hier, ich habe hier draußen nochmal diesen Überstand. Das heißt, auch hier kann ich das Fenster öffnen und habe quasi immer noch hier den Platz, dass wenn ich das nur so ein bisschen aufmache, es nicht reinregnen kann. Hinten dran habe ich auch immer noch die standard mitgelieferte Halterung für die Taschenlampe. Die Taschenlampe kann ich hier einfach rausnehmen. Die hat hinten einen Magnet, das heißt, ich kann das Ganze auch irgendwo dran stellen, wenn ich mal auf so einen Motor machen will. Ich kann das hier abschrauben und via USB laden. Ich kann das hier auch runterdrehen, dass ich das hier eben ein bisschen drehen kann, je nachdem, wo ich das eben festigen möchte. Vorne dran habe ich das hier auch nochmal, dass ich das in einem 90-Grad-Winkel machen kann. Ich habe hier die normale Taschenlampe in stark und schwach. Und ich habe hier nochmal seitlich das als LED-Licht und auch nochmal im Rot gegen die Moskitos.
und rotblinkend für die Party. Eine Neuerung in dem letzten Jahr ist auch noch, dass die Seiten hier, die waren früher freigelegen. Das heißt, hier war der Alurand, der eben manchmal kalt sein konnte. Und zwar ist jetzt diese Schiene nochmal durch ein umlaufendes Stoffband geschützt. Das heißt, ich habe keinen direkten Kontakt zu Aluminium mehr im Zeltinneren, was mich da irgendwie mit Kälte überraschen könnte. Mit den ganzen Features sind wir natürlich noch nicht am Ende. Ich habe hier rundherum auch nochmal ein Klett, wo ich jetzt auch die Taschen dran habe. Das heißt, wenn ich irgendwas an Zubehör habe, wie eben Taschen oder ähnliches, was ich noch zusätzlich damit befestigen möchte, kann ich das einfach an diesen komplett umrundenden Klettband befestigen. Genau, und dazu kommt auch noch, dass ich hier in den Ecken, dass quasi unter der Oberschale nochmal dieses kleine Netz habe. Das ist auch für die Entlüftung gedacht. Das heißt, es ist so, dass hier kein Wasser reinkommen kann, weil dahinter eben die Schale ist. Auch kein Licht, also die Schale endet hier. Hier endet die Oberschale ungefähr. Und das habe ich aber einfach nur zur Entfeuchtung des Raums, was eben in Kombination mit dem Lüfter dazu sorgt, sodass ich eben alle Fenster geschlossen halten kann und es trotzdem am nächsten Tag durch das eigene Schwitzen, durch das eigene Atmen, durch die Feuchtigkeit dadurch nicht klamm ist am Kissen oder ähnlichem. Und dann kommen wir zu einem natürlich spannenden Teil, und zwar ist das Auf- und Zumachen und der Mechanismus und wie das Ganze funktioniert. Wir haben im Inneren 4 solche Dämpferarme. Da ist hier hinten dran Aluminium eben abgedeckt, damit man da nicht nachts drankommt mit einem Dämpfer. Und das hier ist der Mechanismus. Das heißt, jetzt gerade, wenn das hier so eingestellt ist, ist das Zelt, sage ich mal, aufgebaut. Wenn ich es zusammenklappen möchte, drücke ich es nur hier in diesen beiden Flügeln nach vorne und ich kann es schließen. Sprich aufbauen, schließen, und das mache ich in allen 4 Ecken. Und dann kann ich das Ganze von außen auch schon zumachen. Dazu kommen wir gleich. Ein Feature noch, und zwar ist es so, dass selbst wenn der Stoff mal nach ein paar Jahren und regelmäßigen Nutzen irgendwann vielleicht ein bisschen an Spannung verliert oder ein bisschen straffer gemacht werden soll, habe ich die Möglichkeit, hier in diesem Gewinde den Halter zu drehen. Das heißt, ich kann das Ganze hier in die eine oder die andere Richtung drehen und kann dadurch auch beeinflussen, wie gut ich das hier reinbekomme. Und wenn das Ganze mal ein bisschen schwächer werden sollte, kann ich das einfach einen Zentimeter höher stellen und der Stoff ist wieder straff. Beim Zumachen des Dachzeltes ist es immer wichtig, vorne anzufangen. Wir haben jetzt hier 2 neue Updates. Das eine ist, dass wir vorne die Schnallen noch mit dran haben. Das andere ist, dass die Schiene nicht mehr zum Einhaken, sondern nur noch zum Stoppen ist. Das hat 2 Gründe. Zum einen ist es so, dass dieser Mechanismus mit der Schiene vorher zum Reinklinken zwar funktioniert hat, man hatte aber als Nutzer kein optisches Zeichen dafür, dass es wirklich verschlossen ist. Und um einfach diese Gefahr vorzubeugen, dass man mal nicht richtig hinschaut und es vorne gar nicht richtig zu ist, sind nun die Schnallen da. Ihr werdet gleich sehen, dass das ein Kinderspiel ist, diese zuzumachen. Und man hat eben diese optische Sicherheit, dass das Ding auch wirklich vorne zugehakt ist. Durch aber dieses optische Zeichen nochmal hier, brauche ich hier unten nicht mehr diese Kederleiste zum Einhaken. Das heißt, das ist jetzt mehr ein Stopper, dass das Ganze in Position ist und ich dann ganz einfach die Oberschale zuklipsen kann. Wir zeigen es mal. Wir machen es jetzt vorne mal zu. Generell kann man seine Schlafsachen, die Leiter, ein paar Rucksäcke, alles drinnen liegen lassen. Man hat so circa 12 bis 15 cm Platz. Und genau, also da passt schon noch einiges mit rein. Man fängt immer an der Vorderseite an und sorgt einfach nur dafür, dass das Ganze hier vorne dahinter landet. Wie ihr seht, das Ganze geht nicht von selbst wieder hoch. Das heißt, ich kann dann auch das alleine gut machen und das Ganze dann einfach nur mitten reinschieben. Hier kann ich die Klammer dann dran machen. Hier, man sieht, da ist wirklich noch gar kein Druck drauf. Erst durch das Zumachen hinten schiebt sich das Ganze nach vorne. Und das gleiche mache ich auf der anderen Seite. Jetzt gehe ich einmal außen rum nach hinten, lege den Zeltstoff dabei schon etwas innen hinein. So, das hier zippe ich normalerweise ein Stückchen zu. Ich kann es aber auch, wenn es jetzt so aufgerollt ist, auch lassen. Das ist fürs Zelt kein Problem. Hier hinten habe ich jetzt nicht mehr einen Gurt, der bei viel Wind immer dagegen knallt und Geräusche macht, sondern ich habe hier den Griff direkt hinten an der Hecktür. Das Ganze klappe ich dann zu. Ich gucke nochmal seitlich, ob hier alles passt. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Und dann drücke ich das Ganze noch runter, hake es ein und auf der anderen Seite ist es dasselbe Spiel und das Zelt ist zu. Jetzt hat man hier nochmal ein bisschen die neue Farbe mit dem Look, mit der schwarzen Umrandung und den schwarzen Elementen vom Lüfter und von den Leiterhalterungen und den Querträgerhalterungen. Zum Aufmachen des Zeltes macht man das Ganze einfach nur andersrum. Das heißt, normalerweise, wenn das jetzt auf dem Fahrzeugdach ist,
kann ich das hier einfach runterklappen. Auf der anderen Seite dasselbe Spiel. Fährt das Ganze von selber hoch. Ich kann hier noch die Schnallen öffnen und dann das Ganze hochziehen und das Zelt steht. Und dann nur noch von drinnen die kleinen Klammern aufstellen. Zum Thema Befestigung auf dem Fahrzeug haben wir unterm Zelt 4 solche Aluschienen. 2 links, 2 rechts immer. Das heißt, selbst wenn auf der Länge hier jetzt irgendwo dann der Querträgerfuß wäre, habe ich die Variante, das eben an der inneren Halterung dran zu machen, sodass es hier zu keinen Problemen kommt. Das hier ist quasi sinnbildlich für den Querträger am Fahrzeug und hier habe ich dann diese neuen Kunststoffhalterungen, die den Vorteil haben, dass sie zum einen nicht rosten können, zum anderen eben auch durch diese Schraube hier unten längenverstellbar sind und für breite wie für schmale Querträger funktionieren. Die eine Halterung, da hebe ich das Zelt an, schiebe ich drüber, dann nehme ich die andere Halterung und schiebe sie rein und verschraube das Ganze dann hier. Ich habe dann noch eine Abdeckkappe, die kommt dann da dran, sodass dann auch hier kein Dreck reinkommt und das mache ich eben 4-mal und dann ist das Ganze auch schon fix montiert. Auch ein wichtiges Thema ist natürlich immer die Garantie auf so einem Dachzelt. Chimsparut ist sich da seiner Qualität bewusst, von daher geben sie auch freiwillig länger Garantie. Wir haben auf die Zeltschale, auf den Mechanismus innen drinnen, inklusive Dämpfer und auf den kompletten Zeltstoff 5 Jahre Garantie. Für Verschleißteile wie Verschlüsse, wie den Solarlüfter gibt es 2 Jahre. Das war unser neues Video über das Chimsparut Odyssey M in der neuen Farbe mit den ganzen Neuerungen beim Mechanismus und innen drinnen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Folgt uns gerne auf YouTube, folgt uns auf Instagram. Hier seht ihr noch ein anderes Video, das müsste von euch rechts sein, bei mir ist es links. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt einfach gerne noch direkt in die Kommentare. Ciao!